Breaking News, Alien-Invasion oder Drohnenkrieg. Willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki. Ja, spannend mal wieder, was gerade abgeht. Ja, allerdings, da dachten wir machen gleich mal ein Video darüber, was so eigentlich in der Welt momentan los ist. Es werden ja sehr, sehr viele Zeugenberichte momentan festgestellt. Tausende pro Woche. Und in diesen Berichten wird ausgesagt, sie hätten seltsame Lichter am Himmel gesehen, die das Verhalten von Drohnen aufweisen. Wir hatten ja letztens selbst ein Video dazu gepostet. Wir hatten auch eine UFO-Sichtung oder UAP, wie man heutzutage sagt, mit vielen, vielen Drohnen, die sich sehr merkwürdig verhalten haben, auftauchten, verschwanden, blinkten, nicht blinkten, seltsame Flugformationen veranstalteten. Und ja, schaut mal rein, es war ungefähr 3-4 Wochen her, würde ich sagen, das Video. Und genau diese UFOs oder Drohnen sind jetzt weltweit aufgetaucht, vorrangig halt in New Jersey. Und ja, das wird heute mal unser Thema sein. Was hat das so alles auf sich? Ja, angefangen hat das Ganze irgendwie in Manchester, als eine seltsame runde Art Drohne auf dem Flugplatz gelandet ist. Ah ja, genau. Und schwebte so 30 Zentimeter über dem Boden. Und das Flugpersonal sagte dann, was ist das für ein Ding? Und haben dann natürlich Sicherheitsleute dahin geschickt, die sind mit dem Auto dahin gefahren. Und ab einer bestimmten Entfernung zur Drohne sei sie dann plötzlich hoch in den Himmel geschossen. Und weg war sie. Es wurden noch einige Fotos gemacht tatsächlich und Aufnahmen. Aber mit einem Affenzahn ist sie dann hoch. Ja, und dann war sie weg. Genau. Ne? Ja, und in New Jersey geht es so richtig ab. Ne? Da sind Drohnen aufgetaucht, zig Drohnen. Und die wurden auch alle gefilmt, also viele davon. Viele. Und im Internet findet man auf TikTok, auf YouTube und wie die ganzen Portale so heißen, ständig irgendwelche hochgeladenen Videos. Hey, schaut mal, ich habe wieder eine Drohne entdeckt. Ja, natürlich sind auch viele davon fake, aber viele sind das auch nicht. Ja, natürlich, klar, das sind natürlich Digital Artists, die jetzt da eine Chance sehen, sich einen Namen zu machen und erzeugen dann irgendwelche seltsamen Drohnen, Bilder oder Videos und sagen, guck mal, wie toll ich das kann. Ja, eine Joggerin aus New Jersey macht gern ab und zu mal Videos auf TikTok und während sie so joggte über den Sportplatz, sagte sie, ach guck mal, da ist schon wieder eine Drohne. Ja, und hat dann draufgehalten und man sah die dann daherfliegen. Und dann joggt sie weiter und 30 Sekunden später sagt sie, ach, da ist schon wieder eine. Ach was, ja. Ja. Also auch Polizisten, Piloten, all solche Zeugen melden, dass sie diese Drohnen beobachtet haben. Und allein in New Jersey sind innerhalb von 2 Wochen 3000 Meldungen eingegangen bei der Polizei mit der Aussage, ich habe ein seltsames Objekt am Himmel gesehen. Ja. Und das hat geblinkt und es kam herunter und ich fühlte mich sehr beobachtet oder ich fühlte mich verfolgt oder ja, die sehen erst aus wie Flugzeuge. Und dann, wenn man genauer hinguckt, merkt man, das kann kein Flugzeug sein, denn die Form ist anders. Die Positionslichter blinken nicht so, wie es eigentlich nach Vorschrift sein sollte, sondern haben ihren eigenen Rhythmus. Und das Komische daran ist, dass diese Drohnen sogar Flugzeuggeräusche nachmachen. Und Drohnengeräusche, genau. Und Drohnengeräusche nachmachen. Weil die meisten Sichtungen, die meisten Zeugen sagen aus, dass diese Drohnen eigentlich lautlos sind. Aber manchmal geben sie Geräusche von sich ab, ne? Als würden die da einfach mal so eine Box einschalten und sagen, so, wir tun jetzt mal so, als wären wir im Flugzeug. Und ne? Man hört dann,
Wenn man dann hinaufschaut und sieht da ein blinkendes Licht und man hört das Flugzeuggeräusch, dann denkt jeder, ach, das ist nur ein Flugzeug. Ne? Spannend finde ich ja auch die Begebenheit, dass tatsächlich einige Leute versucht haben, ihre eigenen Drohnen zu den Drohnen hoch zu schicken. Ja. Mhm. Und jedes Mal, auch wenn sie total voll aufgeladen sind, kamen sie schnurstracks wieder runter, total entladen und nicht mal wirklich in die Nähe von diesen Drohnen. Also die scheinen da eine Art Schutzschirm, nenne ich es mal, zu haben, diese UFO-Drohnen, ja, was kein anderes Objekt in die Nähe lässt, damit die nicht erkannt oder gefilmt werden können. Ja, da gab es zum Beispiel ein Video von einem Mann, der hat eben seine Drohne losgeschickt. Der wollte eine dieser UFO-Drohnen eben aus der Nähe filmen. Und da sagt er auch, die Drohne wäre dann irgendwie vom Himmel gekommen wieder. Er hat sie soeben noch unbeschadet zurückbekommen können, aber die blinkte wie verrückt. Und er hat gezeigt, wie sie auf dem Tisch lag. Seine Drohne war am Blinken wie verrückt und der Akku war fast leer. Ja, genau, obwohl er voll aufgeladen war. Ja. Oder einer berichtete zum Beispiel, er hätte eine Drohne an seinem Haus beobachtet, die flog über sein Haus und in dem Moment gab es einen Stromausfall. Dann gab es einen Stromausfall in seinem Haus und nur noch der Fernseher lief. Oh, komisch. Ist ja auch komisch, oder? Wie kann irgendwie ein Stromausfall sein? Er sagt, er wohnt auf dem Land. Alles war pechschwarz plötzlich. Er hat nichts mehr gesehen. Nur der Fernseher lief noch. Ja. Und bei einem war doch, dass dann die Mikrowelle völlig verrückt gespielt hat. Also die Uhrzeit oder die Uhr. Oder Ja, war es genau. am Ofen. 16, 10, 12. Die hat ständig gewechselt, die digitale Anzeige, oder? Einige Zeugen, die an der Küste von New Jersey wohnen oder leben, haben auch Videos gemacht von Drohnen, diese UFO-Drohnen, diese unidentifizierten Drohnen, die eben aus dem Meer gestiegen sein sollen. Ja, genau. Oder wieder runter, genau. Oder wieder ins Meer eingetaucht sind. Da gab es echt spannende Videos. Ja, ne? auf jeden Fall. Also wir blenden euch auf jeden Fall hin und wieder mal was ein, damit ihr das selbst beurteilen könnt. Ein Sheriff zum Beispiel beschrieb auch, dass er gesehen hat, dass diese Drohnen ins Meer eingetaucht seien, ne, und verschwunden sind. Oh, auf Twitter gab es eine Frau, die ist mit ihren Kollegen auf dem Boot gefahren, mitten auf dem Meer. Und es war eigentlich mehr ein Zufallsvideo. Jedenfalls hat sie so rumgeschwenkt und mitten im Meer war dieser hell türkis leuchtende Fleck im Wasser. Und es gibt auch viele Drohnenaufnahmen, die genau diese Farbe auch haben. Also diese Drohnen, die am Himmel schweben und ins Wasser gehen. Also viele gehen davon aus, dass die Drohnen vorrangig aus dem Wasser kommen. Nicht alle natürlich, klar. Oder die Mutterschiffe im Meer sind. Ja, aber interessant. Das Meer scheint da eine spezielle Rolle zu spielen. Oh ja, das denke ich auch. Ne? Und die Drohnen bewegen sich da, sobald es dunkel wird, am Himmel. Ne? Mehrere. Manchmal sieht man 2, 3 auf einmal. Manche haben sogar schon 10 oder 20 gesehen. Wir hatten ja auch so viele auf einmal. Ne? Also Ja, richtig. viele Zeugen haben berichtet, dass die Frequenzen in dem Radio verrückt gespielt haben. Ihr kennt ja vielleicht den Film Science. Da war das ja sehr ähnlich, dass dann plötzlich das Radio verrückt gespielt haben, hat seltsame Frequenzen und Störgeräusche waren und nicht nur Störgeräusche, sondern auch Aliengeräusche. Ja, viele Zeugen haben auch berichtet, dass ihre Radios plötzlich rumspinnen. Sprich, wenn sie eine andere Frequenz eingestellt haben, kamen dann verschiedene Störgeräusche oder seltsame Geräusche überhaupt. Ihr kennt ja vielleicht den Film Science, wo dann plötzlich auch die Radiosender mehr oder weniger verrückt gespielt haben und plötzlich diese Aliengeräusche hörbar waren. Und so ähnlich oder genauso berichten das jetzt auch sehr, sehr viele mit ihren Radios. Sie stellen eine bestimmte Frequenz ein und plötzlich hört man da tatsächlich merkwürdige Geräusche, wo man denken könnte, das ist eine Art Kommunikationsmittel. Und angeblich hört man bei einem, dass gesagt wurde, we come in peace. Ich konnte es jetzt nicht raushören, aber ja, sowas wird jetzt auch sehr
vermehrt berichtet. Ein weiterer Zeuge sagte, er würde immer den Polizeifunk abhören. Ah ja, genau. Ne? Und hat dann die Polizisten miteinander reden hören, wie sie versucht haben, diese Drohnen zu verfolgen, vom Boden aus. Und die sprachen da eigentlich ziemlich normal drüber, als wären das irgendwie Aliens. Ja. Ne? Das ist auch sehr interessant. Ja, und die Panik steigt natürlich jetzt in New Jersey. Ja, vor allen Dingen, da es jetzt nicht mehr nur auf New Jersey begrenzt ist. Ja. Und schießen sogar auf Drohnen. Ja. Einer hat irgendwie mit dem Gewehr auf eine Drohne geschossen. Bestimmt 10, 20 Mal hat er versucht, sie zu treffen, aber er hat sie nicht getroffen. Die Frage ist, warum hat er die Drohne nicht getroffen? Das ist ja auch wieder eine interessante Frage. Ja, das ist auch interessant. Ja, es könnte also sein, dass diese Drohnen vielleicht eine Art Plasmadrohnen sind. Deine Theorie? Gibt es eine Theorie. Das heißt, sie sind also nicht wirklich physisch. Ja, Ja, nicht wirklich, nö. ja, darum bestimmt schwer zu treffen. Eine andere Theorie ist, dass geschätzt wird, dass die Drohnen in einer viel höheren Position oder in einer viel höheren Höhe Sie sind höher als man. angesiedelt werden könnten oder bestimmt werden können, dass sie viel höher sind, als man eigentlich vermutet. Jedenfalls, diese Drohnen sollen laut den Zeugen mit ihrer optischen Einschätzung ungefähr so groß sein wie 1 bis 2 PKWs. Genau, ja. Ja. Manche kleine, manche größer, aber ja, grob. Und die Höhe wird immer meistens so auf einige 100 Meter geschätzt. Aber es liegen auch Berichte von Piloten vor, die während ihres Fluges mit ihren Passagieren auch diese Drohnen beobachtet haben, aber in 10 Kilometern Höhe. Ja, stimmt, da gab es auch einige interessante Aufnahmen zu, genau. Ja, und das bedeutet ja, diese Drohnen sind nicht nur in der Lage, bis zu 30 Zentimeter runter auf den Boden zu kommen, wenn sie möchten, sondern auch in 10 Kilometer und höher sich zu bewegen. Und was heißt bewegen? Sie sind schneller, als man glaubt. Manchmal bewegen sie sich nur mit 50 km/h, aber sie wurden auch schon dabei beobachtet, wie sie mit 500 km/h durch die Gegend gerast sind. Und manche sogar so schnell, was standardmäßig bei uns auf der Erde noch nicht verfügbar ist an Geschwindigkeit. Aber who knows. Ja, interessant finde ich eigentlich, wie das so angefangen hat. Ihr wisst ja alle, dass am 13. November das UFO-Hearing gewesen ist. Da durften dann alle vorsprechen, auch Whistleblower, hochrangige Generäle, Offiziere. Und es wurde zugegeben, dass Aliens hier auf der Erde existieren, lange schon, dass Forschung betrieben wird, schon lange und ja, dass es UFOs von Aliens hier auf der Erde gibt. Ja, und seit dem Zeitpunkt eigentlich begann es eigentlich mit vermehrten UFO-Sichtungen und die letzten 2, 3 Wochen irgendwie halt richtig krass und dann fing das auch mit New Jersey an, Deutschland, überall auf der Welt jetzt und interessant finde ich die Position der Drohnen eigentlich, denn es wird zumindest berichtet, dass diese Drohnen vermehrt über Militärstützpunkten sind, Atomkraftwerken, also wichtigen Einrichtungen, sage ich mal, ja, strategischen Punkten. Dort werden sie ja, vorrangig platziert. Ich weiß nicht, was jetzt speziell in New Jersey so toll ist, dass sie da platziert werden, aber jedenfalls, ja, so sind die Berichte und Zeugenaussagen. Ja, und diese Drohnen sind meistens rund, werden als rund beschrieben. Manche seltenere UFO-Sichtungen sind ja auch so dargestellt worden, dass sie aussehen wie Röhren. Ja. Und das erinnert mich natürlich sehr stark an den Nürnberger UFO-Krieg. Es erinnert dich, ja. Ja. Was dabei. Genau. Und da gibt es ja auch Malereien von dieser Zeit. 1561 beschrieb da einige Dörfer in Deutschland, dass am Himmel plötzlich ganz viele leuchtende Objekte aufgetaucht seien und haben sich gegenseitig beschossen.
Sie haben sich beschossen und sie sind runtergefallen auf die Häuser, in die Wälder, haben dort vor sich hingebrannt. All das haben die da beschrieben im Jahre 1561. Und das Ganze endete ungefähr nach einer Stunde. Da sei dann ein riesiges Objekt gekommen, das die Form eines Kreuzes hatte. Da wären ganz, ganz viele Kugeln herausgekommen. Und die haben dann den Kampf für sich entschieden. Naja. Sie sagten also, als Gewinner gingen letztendlich die Kugeln und die Stäbe hervor. Ah, die Grace. Ja. Keine Ahnung. Und da merkt man ja, Kugeln haben wir jetzt schon wieder. Kugeln haben wir wieder, genau, so sieht's Ja, aus. die haben ja damals gewonnen, 1561, also ne? Klar fliegen die jetzt hier rum, ne? Weil die haben jetzt die Vorherrschaft hier. Ja, erinnerst dich? Jasmina meinte auch, als wir die beobachtet haben, guck mal, das sieht aus, als würden die sich gegenseitig beschießen. Ja, Und interessant ist auch, dass doch Elon Musk gesagt hat, schon im September, dass wir bald einen Drohnenkrieg haben werden. ja, das ist auch eine seltsame Aussage ne? gewesen, ne? Wo die Follower von Elon auch dachten, Wie kommst du da drauf? kommst du darauf, was soll das jetzt? Ne? Ja. Na, also wusste Elon anscheinend schon etwas vorher, Naja, ich bin dass gespannt. sich da was anbahnt. Ne? Ich hätte aber gerne eigentlich lieber so wie bei Independence Day so einen richtigen UFO-Krieg, so mit richtigen Mutterschiffen, nicht so Drohnen halt. Vielleicht kommt das ja noch. Okay. Ja. Nur wenn Elon es ankündigt. Ja, Elon hat ja gesagt, es wird einen epischen Drohnenkrieg geben. Episch, okay, ich bin dabei. Ne? Also, Okay, und gut. wenn Roland Emmerich nicht epische Filme dreht, ne, dann Weiß ich auch nicht. ja. Okay, alles klar. Denken viele von euch vielleicht, ja, das sind so Geschichten, die hat man schon hier und da gehört und wer weiß, was da dran ist. Ja, das ist natürlich schon richtig, das so einzuschätzen irgendwo, aber der ganze Mainstream hängt sich an die Drohnengeschichte. Ja, das ist FBI, krass. Homeland Security, alle hängen sie da jetzt mit drin und veröffentlichen das auch. Auch die Fox News, ARD, Ja. NDR und wie sie alle heißen, CBS News, alle, die ganzen Mainstream-Medien hängen da, also die fahren das richtig hoch, das Ding. Ja, CBN hat sogar einen 24-Stunden-Livestream gemacht darüber. 24 Stunden Livestream von den Mainstream-Medien. Ja, okay. Ne, wo sie dann Experten vorgeladen Ach so, ja, haben, ne, Drohnenexperten, die das einschätzen sollten. Sind das irdische Drohnen oder sind das Militärdrohnen oder sind das Drohnen, die nicht von der Erde kommen und so weiter. Politiker haben gesprochen. Das Weiße Haus hat extra einen Kongress einberufen, um Stellung zu nehmen. Es gibt schon wieder ein Hearing. Ja, zu den Drohnen und Fox News hat eine riesen Talkshow draus gemacht, mit auch ganz viele Gäste eingeladen. ja. Und naja, summa summarum, die amtlichen Behörden in Amerika sagen, ja, sehr interessant. FBI sagt zum Beispiel, ja, wie es gibt Drohnen über New Jersey oder über Amerika. Also wir haben davon nichts mitbekommen. Oder wir wissen nicht, was das ist. Ja, wir Oder wissen nicht, was das ist. Das hat das FBI gesagt. Homeland Security in den USA hat gesagt, ja, wir sind uns dessen bewusst, dass da Drohnen oben am Himmel fliegen, aber die haben bisher nichts getan. Sie fliegen da einfach nur und sie sind daher keine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Darum kümmern wir uns darum jetzt Ja, nicht. Weißes Haus oder der Präsident haben auch gesagt, scheint keine Bedrohung zu sein, aber wir sollten die Gesetze anpassen, die uns ermöglichen, Drohnen vom Himmel zu schießen. Tja, das wird wohl eine Weile dauern. Klar, die Atomdoktrin konnten sie in 2 Tagen unterschreiben. UFOs vom Himmel schießen. Ja, da brauchen sie jetzt erstmal, wie hast du gesagt? Ja, 5000 Seiten Dokumente für den neuen Gesetzesvorschlag, mehrere Konferenzen, um da abzustimmen, ob das überhaupt so sein darf oder nicht und so weiter. Also man sieht FBI, Homeland Security, das Weiße Haus, Pentagon, alle hängen da mit drin. Alle erzählen, dass sie da irgendwo schon was wahrgenommen hätten von den Drohnen, aber ist völlig uninteressant, sollte man sich nicht drum kümmern. Guckt am besten nicht nach oben. Ja, Ne? Dann so stört euch das auch nicht. So nach dem Motto wie in 2012, nach dem Motto,
macht euch keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Wusch. So reagieren sie. Ist alles in Ordnung. Die machen ja nichts. Ist alles gut. Nichts wird gut sein. Es kommt ein epischer Drohnenkrieg. Ja. Sogar Trump hat getwittert. Stimmt, genau. Er schrieb, ja Leute, klärt doch die Bevölkerung endlich auf, was da los ist. Und wenn nicht, Leute, schießt die Dinger ab. Ja? Tja, das heißt ja schon, ne? Er weiß erstens, was los ist. Und zweitens können sie erstens entweder nicht gut sein, sonst wird er nicht sagen, schießt die Dinger ab. Das Weiße Haus erklärte auch, ja, diese Drohnen können vom Radar nicht erfasst werden. Was ich auch seltsam finde. Ja, allerdings. Vielleicht sind sie zu klein, aber das kann nicht sein, wenn die so groß sind wie so ein Bus. Ne? Müssten sie eigentlich auf dem Radar auftauchen. Und sie sagten auch, sie hätten auch die Radiofrequenzen abgehört, die normalerweise von Drohnen, üblichen Handelsdrohnen benutzt werden, genau wie beim Router, 2,4 Hertz oder 5 Hertz. Und da gäbe es null Kommunikation. Das heißt, wer immer die Drohnen steuert, benutzt eine uns unbekannte Radiofrequenz. Mich würde interessieren, ob es Einmann-Drohnen sind, wenn sie doch so groß sind, die bewusst steuern und halt auch reagieren können, wenn Drohnen kommen oder wenn da irgendwelche Fighter-Jets kommen oder die plötzlich auf dem Radar doch erscheinen, dass sie eine Tarntechnik haben. Das würde mich schon noch interessieren. Ja, auf jeden Fall, klar. Und das Weiße Haus erklärte auch, dass sie nicht eine einzige Drohne, obwohl da Hunderte sind oder Tausende in den ganzen USA und mittlerweile auch in Indien, Australien, England, Deutschland, überall tauchen jetzt diese Drohnen auf. Und nicht nur eine, sondern zig Drohnen. Und sagten, dass diese Drohnen niemals dabei beobachtet worden sind, dass sie gestartet worden seien, noch dass sie irgendwo gelandet sind. Kommen ja auch aus dem Wasser. Interessant, ja, auf jeden Fall. Ja, aber wenn sie ausschließlich aus dem Wasser kommen würden, wäre das bestimmt aufgefallen. Ja, klar. Weil dann hätten sie aus dem Nordsee herauskommen müssen und quer durch Deutschland fliegen, Genau. um dann zum Beispiel an der Militärbasis in Rammstein aufzutauchen. Was sie sind. Ja, was sie gemacht haben, ne, in Deutschland. Und das wäre ja dann schon aufgefallen. Das heißt, es gibt anscheinend auch wirklich größere Schiffe, die diese Drohnen absetzen. Und das haben wir auch mal beobachtet. Ja, haben wir auch mal. Das war so spannend. Ja, das haben wir auch mal beobachtet, dass wir ein Objekt gesehen haben, aus dem dann 3, 4 Objekte herausgekommen sind. Ne? Und das lässt darauf schließen, dass die gelegentlich aus dem Wasser kommen, aber gelegentlich auch einfach abgesetzt werden. Von größeren Mutterschiffen. Genau. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu den verschiedenen Theorien, die jetzt schon aufgestellt wurden. Und davon gibt es so einige, bestimmt 10, 15 verschiedene Theorien, worum es sich bei diesem Phänomen, dem Drohnenphänomen, handeln soll, angeblich. Niemand ist wirklich sicher. Wir sind das auch nicht, wir wissen das auch nicht. Wir haben auch nicht Flux dazu befragt. Also die Kritiker sagen, das sind alles normale, handelsübliche Drohnen. So viele plötzlich, auf einmal, in den letzten 4 Wochen. Achso. Genau, die haben sich anscheinend alle weltweit abgesprochen. Die Hobby-Drohnen-Aufsteiger, ne? Und haben gesagt, kommt, wir sind jetzt so 100.000 Leute, wir lassen jetzt alle unsere Drohnen gleichzeitig aufsteigen. Und machen hier eine Performance, genau so ist das. Ja, genau. Also diese Theorie finden wir nicht so plausibel. Eine weitere Theorie ist, dass es sich um Militärdrohnen handelt. Die würden wir mehr oder weniger oder halbwegs ausschließen. Wären es nämlich Standard-Militärdrohnen, würde das Militär aufklären müssen. Speziell auch, weil Homeland Security, Biden, das Weiße Haus, Pentagon alle schon ein Statement abgegeben haben. Also spätestens dann müsste das Militär halt ein Statement auch abgegeben haben. Oder es kann sein, dass es Militärdrohnen sind, dann aber nur im Falle einer Deep State Agenda-mäßig, dass eben, ja, sie so tun, als wären es Alien-Objekte, sind aber in Wahrheit Militärobjekte. Also ja, die Militärdrohnentheorie. Ja,
Auch eine Theorie ist, dass es Militärdrohnen sind, die machen Übungen. Ja, aber wie gesagt, dann hätte das Militär das ankündigen müssen. Ja, dann hätte zumindest das Militär ankündigen müssen, hier ist streng geheim, dürfen nicht drüber reden, wir üben nur. Ist geheim, natürlich. So nach dem Motto. Dann würde nicht das Pentagon, das Weiße Haus, FBI und Homeland Security da vor die Kamera treten extra und sagen, Leute, wir haben keine Ahnung, was da los ist. Genau. Wir wissen nicht, woher die kommen, wir wissen nicht, wem die gehören, wir wissen nicht, was sie vorhaben. Sie scheinen aber ganz nett zu sein. Die machen ja nichts. Die machen ja nichts. Ne? Und wenn es eine Militärübung wäre, warum dann plötzlich auf der ganzen Welt? Ja, genau. Ja. Andere sagen, ja, die Drohnen sind Spionagedrohnen von China, Russland und Iran. Genau, Iran hatte ein Mutterschiff Genau. und hat dann eben die Drohnen nach New Jersey geschickt. Aber das, Ja. das wurde dann wieder dementiert. Also es wurde tatsächlich offiziell gesagt, das kommt vom Iran, von einem Mutterschiff, aber wurde dann auch nach einer Stunde gleich wieder dementiert. Also, Ja, hat das Weiße Haus ausgesagt vor der Kamera. Ja, das ist der Iran, die haben hier ein Mutterschiff und die sind hier rübergekommen heimlich und haben die jetzt ausgesetzt. Und ein paar Stunden später hat sich das Weiße Haus wieder gemeldet und hat gesagt, nee, der Iran war es doch nicht. Ja, genau. Zu gut, ja. Und klar, der Iran hat natürlich jetzt überall seine Drohnen ausgesetzt in der ganzen Welt, ne, 100.000 Stück. Ne? Ja, und auch selbst im Iran, ne, und in Russland und China kommen jetzt langsam Drohnenmeldungen. Das heißt, die spionieren sich jetzt auch selber aus. Ja, so. Ja, ne, also wenn dann richtig, dann auch, ne, Sich selbst, ist schon klar. dann muss man auch sich selbst ausspionieren, genau. Dann gibt's natürlich noch die klassische Theorie, es handelt sich um Aliendrohnen. Auch natürlich die gute Seite und die böse Seite. Es handelt sich um gute Aliendrohnen, die da sind, um die Menschen zu beschützen, zu retten, was weiß ich. Aber auch natürlich feindliche Übernahme der Erde durch die Drohnen. Also die zwei, klar, klassischen Schwarz-Weiß-Theorien gibt es auch. Ja, zum Beispiel gibt es auch eine Frau aus Kentucky, Ja, sehr spannend. Ein ja, Medium. die sagt von sich, sie sei ein Medium und sei auch hellsichtig. Und die behauptet, sie hätte telepathischen Kontakt zu einem dieser Drohnen aufgebaut. Genau, also sie war vor der Kamera wirklich sehr verwirrt. Es sind auch nicht ihre typischen Videos, die sie macht. Das hat mich dann ein wenig überzeugt, dass es authentisch sein könnte. Sie hat halt berichtet, dass plötzlich halt sie UFOs gesehen hat, über ihrem, etwas weiter entfernt. Sie hat sie auch aufgenommen und gefilmt. Und die sind dann immer näher gekommen, hat sie auch weiter gefilmt. An einem weiteren Tag, also es hat sich über 3 Wochen hin gezogen, saß sie in ihrem Zimmer, hat gemalt, weil es in ihrem kreativen Flow gerade drin war. Und dann hätte sie wohl telepathischen Kontakt bekommen. Ja, die haben dann zu ihr gesagt, komm raus vor die Tür. Nein, ich habe jetzt keine Lust, ich bin gerade im Flow, ich male. Genau, das war ihre Antwort. Und irgendwann hat sie sich dann doch breitschlagen lassen, hat gesagt, ja gut, ich gehe mal raus gucken, ist vor die Tür gegangen und was passierte? Sie ist in Ohnmacht gefallen. Genau, man muss noch dazu sagen, sie hat auch wirklich dann sehr laute Geräusche gehört, bevor sie rausgegangen ist. Sie wurde 3-mal aufgefordert, rauszugehen vor die Tür, hat sie aber nicht gemacht. Erstens hat sie es auch nicht ernst genommen und sie war sich auch nicht sicher. Aber am 3. Mal, als es dann unten ganz doll schepperte, die Tür auf und zuflog und keine Ahnung was, ist sie dann auch runtergegangen vor die Tür. Sie hat gesagt, da war nichts und dann patsch weg. Ja, ist in Ohnmacht gefallen. Und als sie wieder aufwachte, sagte sie, ihre Nase hätte so sehr geschmerzt, als hätte ihr jemand einen Schraubenzieher reingeschoben. Und dann hätte sie 3 Wochen die heftigsten Kopfschmerzen ihres Lebens gehabt. Ja, aber sie erinnert sich an nichts. And I've never seen a UFO. Ever. Ever, ever, ever. Here. Okay? And then about a month ago, they show up at my house. And there was 2 of them. And I have photos and videos, and at first I thought it was like a floating star, a planet that you could see, but then I realized it was very low to the ground. And it was only there for like 30 minutes. Okay, and so then, ever since that happened, this continues to happen, except now, I will see them 20 miles from my house in another county, and
it will follow me all the way to my house. And then as I'm pulling up in my driveway, I see it coming from the back of my house. Then it comes around to the side of my house. And now it's in the back of my yard. And so I started filming it. This is happening again every few days. And then all of a sudden, about 2 weeks ago, I had an encounter that was... Okay, I was sitting in my bedroom. I was home alone. My wife and son were gone. My front door was open because they just left. And my screen door was shut. And the one thing that I do when I channel is to help get like my creativity is I draw. And I was drawing a portrait of my grandmother. And all of a sudden I heard telepathically for the very first time, go outside. And in my head I was like, no, I'm like drawing right now. I'm in the flow. Like I'm in flow state right now. No. And of course I didn't even ask who it was. Well, then I heard it again, go outside now. And I still said no. And so the third time I heard it, it sounded like someone took this massive, and I mean massive, boot and hit the front door of my screen door, and it shook all the windows in the house. When I woke up, it felt like someone took a screwdriver up the left side of my nose. Like it was pounding, and I mean pounding. And my head was pounding, like severely pounding, to the point like for 3 weeks. Dann hat sie einmal eins dieser Drohnen gefilmt, so ungefähr in 20, 30 Kilometer Entfernung mit ihrem kleinen Sohn zusammen. Und da hat sie zu ihrem Sohn gesagt, komm, wir schicken jetzt mal der Drohne eine telepathische Botschaft. Wenn sie uns hört, soll sie einmal richtig schön aufblinken. Der kleine Sohn hat dann gesagt, hi, we love you, just send us a message, or blink for us. Ja, richtig. Und die Drohne tatsächlich, plötzlich ging das Licht der Drohne aus. Und wieder an. Ein paar Mal. Und das Licht ging wieder an. Mhm. Also die Drohne blinkte. Und da waren die beiden natürlich aus dem Mäuschen, ne? Ja, weil klar. die dann dachten, ey, guck mal, der hat uns gehört. Mhm. Ne? Der hat uns ein Zeichen gegeben, dass er uns telepathisch verstanden hat. Ne? Was da jetzt dran ist, muss jeder selbst beurteilen. Wir fanden das nur sehr interessant. Ich finde es nicht völlig unauthentisch. Mhm. Richtig. Wirkt schon authentisch. Ich würde nicht sagen, dass sie das erfunden hat oder so. Naja, wen das interessiert, der kann mal auf TikTok nach Paranormal Ash gucken. Ah ja. Mhm. So heißt die Dame. Und kann sich mal ihren Bericht selbst anhören. Eine weitere Theorie besagt, dass diese ganze Drohnenpanik extra vom Deep State ausgelöst worden sei, mit der Absicht eben vielleicht durch das Militär einen Ausnahmezustand zu bewirken und damit Trump eben nicht am 20. Januar vereidigt wird zum Präsidenten. Weil der Deep State will das ja eigentlich nicht. Der findet den Trump ja doof. Ne? Ja. Und diese Theorie ist natürlich auch da, weil es ist schon ein seltsamer Zufall, Ja. dass in der Zeit bis zur Vereidigung von Trumps, diese 10 Wochen, jetzt das mit den Drohnen aufgetaucht ist. Das ist ja schon sehr verdächtig. Ja, für mich wirkt das auch ein wenig nach Deep State-Taktik, nach dem angeblich fast Dritten Weltkrieg mit Russland, wo sie wirklich groß Panik gemacht haben, viele Leute wirklich viel Angst haben. Das aber nicht so geklappt hat, kommt jetzt die Drohnengeschichte. Und wir haben letztens ein sehr witziges Satirevideo geschaut nach dem Motto, unsere Taktik ist es, euch Angst zu machen. Und wenn ihr so richtig schön tief in der Angst seid und nicht weiter wisst, dann haben wir schon die nächste Angst für euch parat. Und genau das ist eigentlich, was gerade passiert. Erst Russland-Atomkrieg, jetzt Drohnen-Alien-Invasion-Geschichte. Ja. Und ja, alles wahrscheinlich, um die Vereidigung zu sabotieren. Ja. Noch eine Theorie ist, dass die UFO-Drohnen alle gut sind und gekommen sind, um den Deep State zu beseitigen und die kasarische Mafia. Ja. Ja.
Das ist auch eine Annahme und dass natürlich der Deep State jetzt dafür sorgen wird, dass die Drohnen als böse eingestuft werden, damit alles auf unserer Welt mit allem, was sie haben, darauf ballern. Ja? Und somit hätten sie natürlich die ganze Welt als Verbündete und könnten dann vielleicht sogar die NWO damit durchdrücken. Ja. Das ist natürlich auch eine Theorie, die jetzt auch nicht so abwegig ist. Ja? Es zeigt sich halt anscheinend erst dann deutlicher, sobald wir eben noch ein paar Wochen warten, was sich aus dieser ganzen Drohnengeschichte entwickelt. Denn wie erwähnt, gibt es jetzt schon amerikanische Bürger, die mit ihrem Gewehr und mit Leuchtmunition auf die Drohnen schießen. In der Hoffnung, irgendwann knallen sie eine ab und dann können sie nachgucken, was ist das wirklich für ein Ding. Ja. Ja, es ist alles sehr verwirrend, die Informationen. Auf der einen Seite sagen offizielle Medien wie Fox News, CBS, ARD, das Weiße Haus, wir wissen nicht, was es ist. Es ist nicht gefährlich. Auf der anderen Seite wird versucht, irgendwie schon Panik zu machen, also die Menschen in Angst zu versetzen, was sie offensichtlich haben, von Videos, die wir gesehen haben, wo die Leute halt in Angst und Panik sind oder dass es halt berichtet wird, dass New Jersey mehr oder weniger in Halbpanik ist. Ja, es ist halt irgendwie merkwürdig. Auf der anderen Seite eben diese Dame, die gesagt hat, hey, wir kommen in Frieden, oder sie haben geblinkt, oder im Radio diese Frequenzen, wir kommen in Frieden. Also es spricht zum Teil halt dafür, dass es eine Deep State-Taktik ist, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite spricht es dafür, dass es nicht vom Deep State ist. Vielleicht ist es einfach nur beides. Vielleicht sind es tatsächlich gute und böse. Ja, also Theorien gibt es ja mittlerweile sehr viele, also erstaunlich viele. Ne? Und jedenfalls ist es aus unserer Sicht sehr seltsam, dass diese Drohnen mit dem Radar nicht erfasst werden können. Zwischen 200 Meter Höhe und 10 Kilometer Höhe gesichtet worden sind, Flugzeuge umkreist haben. Und das ist mit handelsüblichen Drohnen nicht möglich. Wobei sie im UFO-Hearing schon gesagt haben, dass sie natürlich Alien-Objekte gefunden haben und Reverse Engineering gemacht haben. Das heißt, es wäre tatsächlich möglich, dass das Militär oder irgendwelche Geheimoperationen solche Drohnen entwickelt haben könnte. Dann wäre es wieder so eine Deep State-Agenda. Ja, was meinst du? Deep State, nicht Deep State, beides? Ja, ist schwer zu sagen, weil die Drohnen ja schon sehr fortschrittlich zu sein scheinen. Ja. Nicht auf dem Radar zu sehen. Frequenzen, Radiofrequenzen können nicht ermittelt werden. Man hat auch beobachtet, dass diese Drohnen sich zusammenschließen können und so tun, als seien sie ein Flugzeug. Ja. Das heißt also, so 7, 8 Drohnen tun sich zusammen, bilden die Umrisse eines Flugzeuges und blinken dann sogar so ähnlich wie Flugzeuge. Also auf der anderen Seite verhält es sich so, dass sie aber sich öffentlich zeigen, diese Drohnen. Ja. Dann noch Trumps und die Aussage von Elon Musk, baller die Dinger ab oder epischer Drohnenkrieg. Ist ja, also sehr seltsam. Sehr seltsam, sehr widersprüchliche Informationen, viele und widersprüchlich. Man kann es nicht wirklich zuordnen irgendwie. Ja, unter dem Strich kann man jedoch sagen, dass es mittlerweile hauptsächlich in New Jersey irgendwie ganz schön Panik verursacht. Die Leute haben alle irgendwie Panik und haben Angst, dass die Dinger irgendwen jetzt beschießen werden, dass sie ihre Häuser kaputt machen, ihre Autos kaputt machen oder jetzt angreifen werden. Und gab es da nicht sogar auch irgendwelche Zeugenberichte schon, dass die da irgendwo geschossen haben? Ja, solche Videos gibt es auch schon, wo man eben eine dieser Drohnen sieht, die auf irgendein Ziel auf dem Erdboden geschossen hat. Aber anhand der vielen Fake-Videos, die jetzt auch unterwegs sind, ist es schwer zu sagen, war das jetzt eine Drohne oder war das einfach ein Militärhubschrauber, der dabei gefilmt worden ist, wie er in einer Übung mit Leuchtmunition irgendwo draufgeschossen hat. Ach, wir haben ja ganz vergessen, den Drohnen- oder UFO-Absturz in New Jersey. Den haben sie doch auch gefilmt. Da ist tatsächlich einer langgefahren, da war alles voller Feuer, irgendwas ist abgestürzt. Der ist da langgefahren, hat sich
hat das alles gefilmt. A lot of smoke and fire. We're on the highway, and out in the distance, we see all these lights going off. And there's some smoke over here. Oh, right! Yes, YouTube magic right there. The field's on fire. There was like a craft that crashed out of the sky. It was crazy. I don't know what's going on. Dann eine andere Frau hat dann aus ihrem Fenster gefilmt, wie die ganzen Hubschrauber da hingefahren sind und hingeflogen sind, andere Drohnen dort gewesen sind. Also der angebliche Drohnen-UFO-Absturz, ja, den gab es auch. Die Aufnahmen waren authentisch von dem Feuer und dem Absturz. Was da nun wirklich abgestürzt ist, weiß natürlich kein Mensch. Ja, also sehr verblüffend finde ich, dass keiner weiß, was los ist. Keiner, ja? angeblich. Ja. Selbst das FBI nicht. Ne? Nee. Oder Homeland Security, Pentagon, Weißes Haus. Und ich glaube, das CIA sieht sich anders aus, obwohl die CIA die einzigen sind, die noch nichts dazu gesagt haben. Nur Trump ist sich sicher, dass alle genau wissen, was da los ist. Ja, genau. Trump ist sich anscheinend sicher. Der sagt, klärt die Leute endlich auf oder schießt sie ab. Das bedeutet eigentlich, Trump richtet sich in dem ersten Teil des Satzes an die Biden-Regierung, Genau. klärt die Leute auf. Und mit dem zweiten Teil seines Satzes richtet er sich nämlich an die amerikanischen Bürger. Ja. Oder schießt sie ab. Kann also nur bedeuten, dass es nicht ganz so die Guten sind. Aber warum sie dann seit 4 Wochen einfach nur am Himmel erscheinen und gar nichts machen, weiß auch keiner. Aber wir werden es wohl bald erfahren mit dem epischen Drohnenkrieg. Ja, und Elon Musk Aussage, es wird einen epischen Drohnenkrieg geben, beinhaltet ja, dass es 2 Parteien sind, Ja, genau. die eben mit dieser ganzen Drohnengeschichte in Verbindung stehen. Das könnte zumindest erklären, warum viele Sichtungen halt über Militärstützpunkten, Atomkraftwerken stattfinden. Könnte sein, dass das die Guten sind, um das zu beschützen. Oder eben auch nicht. Ja, wie könnt ihr diese Drohnen entdecken? Geht mal nachts raus und guckt in den Himmel. Nein, Spaß. Also nicht Spaß, aber... Ja, in New Jersey verhält es sich momentan so, dass eigentlich jeder filmt, was am Himmel das sich glaub ich. überhaupt tut. Tausende von US-Bürgern filmen jetzt allen möglichen Quatsch. Sogar normale Flugzeuge, weil die sind jetzt alle so misstrauisch und verdächtigen alles, was irgendwie am Himmel rumblinkt, als Drohne. Und darum wird natürlich das Internet gerade mit vielen Videos überschwemmt. Guck mal, da habe ich eine Drohne gefunden. Und dann sieht man, nee, das ist diesmal doch ein normales Flugzeug. Ja. Oder einer sagt, hier eine Drohnenarmee kommt auf New Jersey zu. Und man sieht, nein, das sind alles chinesische Lämpchen, die da irgendwelche Leute irgendwo an einem kleinen See bei einer Hochzeit oder so gestartet haben. Ne? Und das macht es natürlich sehr schwierig, jetzt zu sagen, welches Video ist da jetzt authentisch und welches nicht. Jedenfalls, wenn ihr in eurer Umgebung solche Drohnen gesehen habt, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns sehr interessieren, damit wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren über die Orte, an denen sie sich aufhalten, was da bei euch in der Nähe ist vielleicht, wenn ihr das hinzufügen würdet, oder irgendwelche interessanten Punkte in der Nähe sind, wie Atomkraftwerke, Basen oder was weiß ich. Oder was weiß ich. Ja, oder vielleicht seid ihr auf einer Leyline-Linie oder dergleichen. Jedenfalls, wenn ihr am Himmel irgendeinen sich bewegenden Stern seht, guckt ihn euch kurz an, überlegt, ist das ein Satellit oder ist es ein normales Flugzeug? Einfach mal eine Weile beobachten. Es gibt ja Flightradar, da könnt ihr sehen, ob es so ein Flugzeug ist. Und es gibt auch diese Satelliten-App, da könnt ihr sehen, ob es ein Satellit ist. Und wenn es beides nicht ist, ist es was anderes. Ja. Und in dieser Hinsicht würden wir uns also sehr über Kommentare von euch freuen und haltet Ausschau. Ne? Und nutzt vielleicht ein Nachtsichtgerät. Damit könnt ihr deutlich mehr sehen, auch an Objekten, die leuchten. Ja, wenn ihr gerade zufällig eins in der Schublade habt. Ja. Und wenn ihr so ein Objekt am Himmel seht, dann macht ein Video, nicht fotografieren. Das bringt nicht so viel. Weil bei einem Foto werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht die richtigen Lichtverhältnisse haben. Das Bild wird unscharf sein. Macht ein Video davon.
Ja. Und wenn es ein bisschen aufgezeichnet habt, versucht mal so schrittweise hinein zu zoomen. Genau. Also das hat sich bei Handys am meisten bewährt. Ihr könnt uns auch eure Aufnahmen, Fotos, Videos von Drohnen oder was auch immer ihr Ungewöhnliches gefunden habt, zusenden. Per E-Mail, Telegram, wo auch immer. Und ja, vielleicht machen wir dann ein Reaction-Video dazu und schauen uns das gemeinsam an, was ihr uns geschickt habt. Ja, das wäre cool. Ne? Ne? Also ihr seid alle aufgerufen, ne? Schaut hoch zum Himmel und guckt, was ihr seht. In dem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten UFO-Video oder so. Bis bald. Tschüss. Ciao.